this shit anymore. Grüß euch, ich bin der Heimer B von Submovement. Ich sitze heute mit dem Attenler am schönen Iselsberg in Lienz, Osttirol. Wir haben jetzt am Freitag haben wir wieder eine Party und haben da unseren Hauptact in Matthews gebucht. Und ja, ich stelle jetzt einfach mal ein paar Fragen für euch, damit ihr ein bisschen wisst, wie er zum DJing gekommen ist, was er von Osttirol haltet. Und ja, schauen wir weiter, was das Interview bringt. Nicht? Cool. So, Mateli, sagen wir Grüß dich zu dir. Servus. Voll fein, dass du wieder in Osttirol bist. Ja, danke für die Einladung. Das ist jedes Mal cool. Voll fein, uns gefällt voll. Submovement Crew, die ganze Submovement Crew. Ja, Voll happy. ebenso. Es ist immer cool mit euch. Voll Also, fein, voll haut fein. viel hin. Jetzt gleich zur ersten Frage. Jetzt einmal, was mir voll brennend interessiert ist, wie bist du überhaupt zu den Producen gekommen, zum Auflegen gekommen? Sagen wir ein bisschen was. Also in erster Instanz zum Produzieren bin ich gekommen mit 16 über meinen Bruder, der damals schon Hip-Hop MC'd. Und ich habe dann einfach mal angefangen, Hip-Hop-Instrumentals zu machen, Hip-Hop-Beats zu machen. So. Früher noch mit viel Hardware, sprich, ich habe zwei alte Akai-Sampler, so 19 Zoll Racks. Da habe ich so ein Behringer Mischpult gehabt, da bin ich nicht rausgefahren, das Ganze über MIDI, über Cubase getriggert. So. Habe ich mir zwei, 3 Jahre so dahin geeiert, mehr oder weniger einfach aus Spaß am Produzieren. Und dann hat mein Bruder mich mitgenommen auf die erste Drum Bass Party in Wels, war das damals, das waren die Digital 42 Jungs, die haben Partys gemacht, so alle 2 Monate mal. Und dort mit Drum Bass in Berührung gekommen so. Und halt voll reingestürzt. Und keine Ahnung, dann mit 18, 19 haben wir so probiert, so die ersten Drum Bass Beats zum selber machen und dann auch mal Platten gekauft so und ein bisschen aufgelegt daheim. Ja, und ab einem gewissen Punkt war bei mir einfach dann okay, die Mucke taugt mir einfach total und ich will einfach mehr produzieren so und ja, das eine zum anderen geführt und Releases kämen und ja, mittlerweile mache ich das Vollzeit seit April und es macht Spaß. Und da groß im Business zurzeit. Ja, ich will nichts verschreien, was der. Ja, also wir sagen einmal schon. Nein, es haut hin, also ich kann meine Rechnungen zahlen über die Musik, das ist cool und bin happy, dass ich es so weit gebracht habe, sagen wir, dass ich wirklich mit meinem Hobby zum Beruf machen kann und mit dem jetzt Geld verdiene. Das ist eigentlich der Traum von jedem. Genau so ist. Producer, Man muss aber DJ. realistisch sein, dass halt das Ja. Auflegen und Produzieren halt auch, ja, wie soll ich sagen, ein Ablaufdatum hat. Gerade Ja. in der elektronischen Musik, da bist du heute vielleicht top, am Morgen schon wieder interessiert das kein Menschen mehr. Deswegen versuche ich gerade nebenbei mein Business zum aufzubauen, für Firmen, Jingles machen und so weiter. Jetzt momentan hinkt das ein bisschen nach, weil ich jetzt gerade Studio übersiedelt habe, Wohnung übersiedelt und so weiter und mein DJ- und Produktionsbusiness in erster Instanz einmal fixieren muss, mit einem geregelten Ablauf. Aber auf lange Sicht gesehen versuche ich einfach auch dann ins Medienbusiness einzusteigen, für Firmen Jingles zu produzieren und einfach Musik zu machen, zum Lebensunterhalt verdienen. So, das ist der Plan. Alles klar. Du hast ja davor schon angeredet, wegen der ersten, du hast die ersten Releases gehabt. Was war denn so der erste richtig großer Release, wo du da gedacht hast, oder wo du richtig, was dir richtig getaugt hat eigentlich? Ich weiß das Jahr nicht, ich glaube 2009 oder 2010, habe ich von Wiener Label, das heißt Drumfunk, erste Vinylplatten, so ich glaube das waren nicht 4 Tunes, also 2 Tracks auf jeder Seite. Und ja, das war echt arg so, wenn du das Vinyl geschickt kriegst, so mit dem Namen drauf und heftig. War jetzt nicht so der, wie soll ich sagen, international der Durchbruch oder der kommerzielle Erfolg, aber es war einfach mal, du hast das erste Mal ein Produkt von dir auf so einer Shellac-Platte in der Hand gehabt, das war schon gescheit weird. Und es war aber dann auch wieder die Motivation, wie ich gesagt habe, okay, ich will dranbleiben so, und noch mehr machen mit der Musik. Ja, und das passt ja, Ja, ja es schon passt, Erfolg ja. damit. Ne? Ja, ja. Das ist echt super geiler Sound, meiner Meinung nach. Danke dir. Also Hut ab, was ich Okay. big up. Danke. Jetzt noch ein paar Fragen. Hast du irgendwann einmal, bevor wir die gebucht haben für Freizeit der 13. irgendwann einmal was von Lienz oder Osttirol? Auf der Landkarte war es mir Begriff, aber ich habe einfach auch null Connections da zu der Stadt oder zu dem Bundesland gehabt, also null, überhaupt gar nichts. Aber es war eben cool, mit den Jungs geschrieben, auch mit dem Timo und so, und es war sofort irgendwie eine coole Basis da. Und ich freue mich voll, jedes Mal, wenn ich da bin, ist jetzt alle cool drauf, es passt voll. Also es ist keine Gig-Atmosphäre für mich, wo du irgendwie ins Hotel fährst und nichts tust, sondern da kann man mit Späßen abhängen. So. Das ist auf jeden Das Fall ist was auch Besonderes. das, was wir auch versuchen, so in die DJs, die was wir buchen, die Haupttext zu vermitteln, dass das nicht einfach so Ja,
eine Gig-Sache ist, sondern auch ein bisschen familiär Spricht sein ja für sollte. euch. Also wenn es jetzt einfach dran bleibt und mehr Leute bucht, wird das sicher einfach ein Feedback sein für euch und die Leute werden gerne kommen. So. Ja. Also das ist fix. Ich habe jetzt noch eine Frage, was hast du so von der letzten Party, Freitag der 13., was hast du für einen Eindruck so gehabt von Lienz, von der ganzen Party-Crowd, von den Leuten? Um ehrlich zu sein, ich habe es eigentlich ein bisschen unterschätzt, das Ganze. Ich dachte, okay, Lienz, keine Ahnung, wie da die Szene so abgeht. Und dann war das in so einer Viehversteigerungshalle, wenn ich richtig liege, Ja. glaube ich. Ja. Wahnsinns-Location, Mörder-Sound, Licht, Fett, Visuals waren ein Wahnsinn, eben Promoting-Team super und die Bude war packed so. Das war echt so Danke, vor die danke. Überraschung. Das war Hat echt, uns war auch echt voll cool. gefreut, Ja. mit dir da zu spielen. War cool. Wie fühlst du es jetzt eigentlich in der Critical Music Familie aufgenommen worden zu sein? Ja, es war cool. Der Kesra ist auf mich zugekommen letztes Jahr. Im Sommer. Er ist irgendwie auf meine Releases aufmerksam geworden, keine Ahnung, und hat gemeint, ich soll mal einen Remix für sie machen. Das war damals Kesra und Ine ist So Real, hat die Nummer gehasst, ich habe dann geremixed über den Sommer, habe dann die ersten Gigs in England gespielt. Und war eigentlich cool so. Also die Jungs sind alle voll entspannt. Eben auch ein familiäres Verhältnis, was mir einfach wichtig ist. Ich will das nicht wie ein Business haben, Ja. wo man irgendwie nur Hallo, Tschüss sagt und das war's. Und so coole Dudes, das passt. Und sie machen viele Events. Der Support ist ja super, auch gegenseitig. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Emperor ein Release hat oder so, machen wir für unseren Kollegen Werbung. Weißt du, da ist einfach so eine Gruppendynamik dahinter, was auf jeden Fall wichtig ist. Und es passt. Also ich bin froh, dass ich so eine Homebase in England habe, was natürlich auch einige Gigs dann wieder bringt, so, was von Vorteil ist. Ja, es passt. Also sind durch die Bank coole Jungs, haut vorhin. Also ich bin happy am Start zum sein. Ja. Was sind deine nächsten Releases, was jetzt noch so anstehen? Das nächste konkret ist die EP für Critical Music, die heißt Contemporary EP. Benannt nach der A-Seite, das ist eine Collaboration mit Icicle von Shogun Audio. Und in Summe sind es 4 Tracks, eben Contemporary, B-Seite heißt Dissuade. Nummer 3 ist Leak Proof, Nummer 4 ist Mob Rule, es ist so eine Halftime-Hip-Hop-Geschichte, wo ich auch versuche, einmal die Leute, die was mich für meinen Sound kennen, zu sagen, okay, was sind meine Roots eigentlich so. Also Halftime, Hip-Hop, Elektronummer. Das sollte dann im Ende September, Anfang Oktober rauskommen, ich schätze mal erste Oktoberwoche. Davor kommt noch ein Remix, den habe ich für Neo Signal gemacht. Die Jungs aus Hamburg haben irgendwie das Jahr deren Debütalbum produziert, ein reines Elektro-Techno-Album. Und die haben eben gefragt, ob ich einen Remix machen will. Natürlich habe ich das gemacht. Der kommt eben Ende September auf Division Records aus, auf neues Jahr Sublabel. Genau, dann kommt die EP. Das nächste ist dann ein Remix von mir und von Paul Inselinfo für Black Sun Empire auf Blackout Music. Und dann noch mit Paul Inselinfo eine Collaboration für Critical Music. Das sind so die nächsten Sachen jetzt bis Mitte Oktober, Ende Oktober. Und ab September habe ich mir so das Zeug jetzt beim Album zum Anfang. Also die letzten 2 Wochen jetzt schon im Studio gesessen, neue Sounds engineert, neue Drums gemacht, ein paar neue Plugins gekauft und so. Und einfach die Sample Library wieder aufarbeiten und neue Sounds machen. Und der Plan ist, ab 1. September, also ab der 1. Septemberwoche aktiv wieder Musik zum Schreiben. Ja, cool. Also kann fürs man uns Album. auch super geile neue Tracks einstellen. was Ja, wie so gesagt, ist. also die 7 Tunes sind jetzt mal forthcoming bis Mitte Oktober. Ein paar Collaborations sind am Start so mit ein paar UK-Künstler, die so sporadisch über das Jahr verteilt rauskommen werden. Und dann, ich schätze mal, Mitte nächstes Jahr ein Album. Das ist so der Plan. Genau. Ja, cool. Wie sind so deine nächsten Gigs jetzt bis auf den Morgen? Ja, wie gesagt, morgen war ich in Lienz, nächste Woche in Kroatien, Outlook. Outlook, da sind auch unsere ganzen Jungs von Submovement, also könnt ihr alle treffen. Das unterstützt wird Nephews. sicher schlimm. Voll. Nehmen wir auf jeden Papier, Fall. das ist fix. Ja. Die Woche drauf ist eine Party in Wien, wo ich mit Emperor Back-to-Back spiele. Und dann sind ein paar Geschichten Italien, England, also jetzt so ab September geht es wirklich wieder los mit 2 Bookings am Wochenende. Und in der 2. Oktoberwoche fliege ich nach Australien für 3 Wochen Australien-Tour. Bei 8 Gigs gespielt, da freue ich mich schon gescheit drauf. Ja, ist klar. Oh, also wie gesagt, der Booking-Kalender ist eigentlich bis im Dezember eigentlich schon voll, also sogar schon New Year's Eve, also Silvester ist auch schon Booking drin, also ja, es passt. Super. Viel zu tun. Perfekt. Also dann können wir froh sein, dass wir ihn morgen noch da haben im Matthews, weil er ist ziemlich ausgebucht zurzeit. Ich danke dir vielmals. Hey, ich danke dir Ist voll fein War gewesen cool, mit dir, nice war one. geil gewesen. und hoffentlich wird Ja. die Party so cool wie das Interview. Ja, auf Auf jeden jeden. Fall. Also kannst du dich sicher freuen. Cool. Wird sicher freuen. Alles klar. Big up, Ciao, Matthews, Bye bye.
Jo, jetzt haben wir da herum am Iselsberg noch Schlipf getroffen. Matthews hat ihn noch nie gegessen, das ist eine Osttiroler Das wird nice. Spezialität. Ich freue mich schon drauf. Vollgas. Wir haben heute unser allererstes Mal das Sub TV. Das ist in unserem Proberaum, wir haben einen Proberaum hergerichtet. Der Matthews ist unser allererster DJ, der was da unten aufgenommen wird. Der wird ein Mixtape machen, er wird mit Video, mit 3 Kameras. Wir haben Kollegen, die was da mit voll Equipment angestattet sein aus Wien, extra um unseren allerersten DJ aufzunehmen. Das Cool. wird der Matthews sein. Ich hoffe, du Cool. freust dich ein bisschen auf das. Das wird sicher super. Du hast schon noch nie Ich habe gesehen, schon ewig lang keinen Studiomix mehr aufgenommen, von daher profitiere ich davon. Also das passt Wir auf jeden Fall. profitieren und profitierst. Super, ja. Ich hoffe, es wird dir freut dir gefällt. Ich habe die Bilder schon gesehen vom Kollegen und schaut auf jeden Fall nice aus. Also wird sicher gerade. Cool. Nehmen wir nachher noch Papier und dann passt das. Wir gefallen uns auch, ein paar Schnapseln, Osttiroler Schnapseln, ein paar Bierlein haben wir und dann werden wir uns einen feinen Abend machen. Genau so ist es. Alles klar. Safe. Wow. Yo!